Willkommen zu einem Lime Survey Tutorial zum Thema Platzhalter. Erstmal möchte ich zeigen, wozu man diese Platzhalter überhaupt gebrauchen kann, und dann zeige ich auch, wie man die einrichtet. Und zwar haben wir hier eine Frage mit einer Aussage, der man zustimmen kann, von Stimme zu bis Stimme nicht zu. Und die Person wählt jetzt hier eine Möglichkeit aus, geht dann auf Weiter. Und dann wird in der nächsten Frage darauf Bezug genommen. Es wird dann gefragt, warum haben Sie sich in der vorhergehenden Frage dazu entschieden, mit Stimme eher zu antworten. Das heißt, die Antwort aus der vorhergehenden Frage wird hier in den Fragetext der darauffolgenden Frage übernommen. Damit kann man also so einen Fragebogen sehr viel dynamischer und interaktiver gestalten als ohne solche Platzhalter. Gut, wie habe ich das gemacht? Das ist eigentlich ziemlich simpel. Ich zeige dafür mal, wie die Umfrage hier aufgebaut ist. Ich habe hier zwei Fragen. Die erste Frage ist eine ganz normale Frage vom Typ Liste Optionsfelder. Und dort muss ich noch keine besonderen Einstellungen vornehmen. Die zweite Frage ist dann eine Frage vom Typ langer freier Text. Und der entscheidende Punkt ist jetzt hier der Fragetext. Und den zeige ich mal, indem ich hier auf Bearbeiten gehe. Und dann sehen Sie jetzt hier, dass dort steht, warum haben Sie in der folgenden Frage mit? Und dann steht hier so ein kryptischer Text, der jetzt darauf verweist, wie die Antwort in der vorhergehenden Frage war. Und wie kann man das jetzt hier einfügen? Das ist tatsächlich sehr, sehr einfach. Und zwar hier oben links sehen Sie einen Punkt, der heißt Platzhalter Felder. Dort klickt man drauf und dort kann man dann die Frage auswählen, deren Antwort innerhalb dieses Fragetextes hier angezeigt werden soll. In diesem Fall hier also die Antwort auf diese Frage V1. Und dann erscheint eben dieses Kürzel hier, das eben diese Antwort aus der vorhergehenden Frage enthält. Soweit zum Einfügen von Platzhalterfeldern in Lime Survey. Ein kleiner Tipp noch: Man kann hier immer nur sich auf Fragen beziehen, die nicht auf derselben Seite mit angezeigt werden. Das heißt, es lohnt sich hier in Lime Survey die Einstellung zu wählen, Frage für Frage anzeigen bei den allgemeinen Umfrageeinstellungen. Viel Erfolg bei der Umsetzung!